Hallo, wir sind wieder mit unserem Podcast und wir vorstellen eine spezielle Gäste in unserem Kongress. Jemand, den wir kennen ganz gut, aber hat immer etwas neu zum Erzählen. Guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend, Herr Matthias Reinschmidt, Professor Dr. Matthias Reinschmidt. Wie geht's? Hallo, lieber Raphael. Ich freue mich, dich zu sehen. Es ist immer eine Freude, meinen Freund aus Teneriffa hier zu sehen. Du strahlst immer und dieses Strahlen, das geht über die Welt. Das ist wunderbar. Wir möchten es wissen. Du bist heute wie immer. Wer ist er? Er ist Henry, der ist mit uns heute? Oder? Nein, das ist Nobby. Das ist der dritte Hyazinthara, den ich jetzt gerade aufgezogen habe. Ja, schon groß, groß geworden. Der ist groß, er ist auch schon selbstständig. Und er lebt in meinem Büro, in meinem Zoodirektorenbüro hier in Karlsruhe. Aber klasse, ganz schön. Hübsch, den Nobby. Ja, genau. Und meine anderen beiden habe ich gerade hier links, wenn ich so ein bisschen rausdrehe, da sieht man Gehege. Und da hängen die anderen beide. Schön. An meinem Büro dran habe ich ein Gehege für Hyazintharas. Und das werden wir in den nächsten Tagen auch noch ein bisschen vergrößern, damit die noch mehr Platz haben. Aber der ist natürlich hier mein Favorit. Das ist unsere Welt, Papageien. Und Papageien ist, was die Leute möchten, es sehen und hören in unserem nächsten Kongress. Sagt zu uns, wer ist Matthias Reinschmidt? Weil vielleicht viele, die kommen jetzt von Asien und von Emiraten, die kennen dich nicht alle. Du bist sehr weltbekannt, aber wer ist Matthias Reinschmidt? Wie hast du angefangen in dieser Welt von Papageien? Sag mir kurz. Ja. Ich bin jetzt 61 Jahre alt und ich war 8 Jahre alt, als ich mit Papageien angefangen habe. Das heißt, über 50 Jahre beschäftige ich mich mit Papageien, habe alle möglichen Arten gehalten, privat und gezüchtet. Dann war ich auch 15 Jahre für den Loro-Park tätig als Kurator und zoologischer Direktor und konnte alle Arten zusammen mit dir züchten, Rafa, in der Zuchtstation. Das war natürlich die größte Erfahrung in meinem Leben. Über 300 Arten haben wir gezüchtet in dieser Zeit, in diesen 15 Jahren und bis zu 1500 junge Papageien im Jahr. Das war einfach toll, große Erfahrung. Dann bin ich vor 10 Jahren zurück nach Deutschland, bin Zoodirektor geworden und bin in Karlsruhe und habe auch hier Papageien als Schwerpunkt etabliert. Wir haben über 30 verschiedene Arten, vom großen Hyazinthara bis zu den kleinen Blaukrönchen haben wir alles. Und meine Spezialität ist auch, verschiedene Papageienarten zusammenzusetzen, Lebensgemeinschaften zu bilden, nicht nur unter Papageien, auch mit Säugetieren, mit anderen Tieren. Und das ist ein großes, spannendes Feld und vor allem die Beschäftigung von Papageien. Das ist das, was ich ganz wichtig erachte, denn wir haben so hochintelligente Papageien, das wissen wir alle. Im Loro-Park wird geforscht an der Intelligenz der Papageien. Und diese Tiere in kleinen Käfigen unterzubringen und keine Beschäftigung ihnen zu geben, das widerstrebt mir. Und deswegen suche ich verschiedenste Beschäftigungsprogramme für die Papageien. Klasse. Und über das möchte ich dann auch im Kongress berichten. Okay, dann da hast du eine super schöne Zusammenfassung gemacht. Aber dann hast du erklärt ein bisschen dein Topic für unseren Kongress. Genau, mir geht es einfach darum, das Leben der Papageien, die wir halten, die wir pflegen in unseren Volieren, angenehmer zu machen, besser zu machen. Ich sage immer, wir können Papageien halten in einem 1-Sterne-Hotel oder in einem 5-Sterne-Hotel. Und unser Anspruch sollte sein, wir möchten die Papageien in einem 5-Sterne-Hotel halten und die Tiere auch beschäftigen. Und wie im Hotel auch, mit Animateuren und mit Beschäftigungsmaterial, mit Unterhaltung und den Tieren einfach ein gutes Leben bieten. Und da können wir alle noch ein bisschen dazulernen. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen Tipp den Besuchern dann auch geben. Viel Tipps wirst du geben, das ist top. Und wir möchten ganz schnell in diesem Moment sein, wo du erklärst alle von deiner Erfahrung und dein Blick.
wegen Papageien. Ich bedanke mich, Matthias, weil ich weiß, dass du bist immer voll mit Arbeit, voll mit Sachen in jeder Ecke, nicht nur in Karlsruhe, in anderen Plätzen auf der Welt auch. Und du arbeitest mit Papageien und Tiere in ganzer Welt. Du bist eine Luxury Speaker, ein Vorträger, die wir möchten ganz gerne hier haben mit uns wieder. Dann ich freue mich sehr, auch zu kommen. Es ist der 11. Kongress und für mich ist es der 10. Kongress, an dem ich teilnehmen kann. Und da freue ich mich ganz besonders, wenn wir alle uns sehen im September auf Teneriffa beim nächsten Papageien-Weltkongress. Dann bis bald, Matthias. September ist hier. Bis bald. Alle werden wir zusammen sein. Ja, genau. Und hier noch ein Abschiedsgruß von meinem Ara. Tschüss, Nobby. Tschüss. Bis bald.